Normalerweise geht es in meinen Videos um bestimmte Mathematiker, die interessante Zusammenhänge oder besondere Entdeckungen gemacht haben oder auch spannende mathematische Rätsel gelöst haben. In diesem Video soll es aber mal um etwas anderes gehen. Wir schauen uns jetzt drei Personen an, die durch geschicktes Anwenden von Mathematik reich geworden sind. Die erste Person ist ein Engländer, der mit Hilfe von Statistiken ein Casino überlisten konnte. Es ist das Jahr 1873, eine Zeit, in der Casinos noch glaubten, sie wären unbesiegbar. Und mittendrin ein Mann, den eigentlich niemand auf dem Zettel hatte. Joseph Jagger, ein Ingenieur aus Yorkshire. Kein Genie, kein Professor, kein Berufsspieler. Aber einer, der etwas verstand, das damals kaum jemand ernst nahm: Statistik. Jagger hatte eine Vermutung. Roulette sollte theoretisch völlig zufällig sein. Aber echte Maschinen sind niemals perfekt. Ein winziger Schlag im Metall, eine minimale Schieflage, ein Rad, das unrund läuft. Für die meisten irrelevant. Für jemanden wie Jagger ein mathematischer Schatz. Also tat er etwas, das völlig verrückt klang. Er engagierte Helfer, 6 Stück, und schickte sie in das Casino von Monte Carlo. Sie hatten nur eine Aufgabe: jede einzelne Zahl mitschreiben, tausende Runden lang. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Monoton, langweilig, aber genau das, was man braucht, wenn man Muster finden will, die eigentlich nicht existieren sollten. Und tatsächlich, nach einiger Zeit zeigte sich etwas Unglaubliches. Eines der Roulette-Räder war nicht zufällig. Bei einem perfekt funktionierenden Rad müsste jede Zahl gleich oft auftauchen. Aber bei diesem einen Rad hatten einige Zahlen signifikant höhere Häufigkeiten. Nicht kleine Schwankungen, sondern klare Ausreißer. Viel zu groß, um Zufall zu sein. Also reiste Jagger nach Monte Carlo, setzte sich an genau dieses Rad und spielte nicht wie ein Zocker, sondern wie ein Statistiker. Er wettete ausschließlich auf die heißen Zahlen. Und das Ergebnis war sensationell. Jagger verdiente ein Vermögen, das heute mehreren Millionen Euro entsprechen würde. Die Casino-Chefs waren fassungslos. Sie verstanden nicht, warum dieses eine Rad ständig Geld verlor. Erst Wochen später bemerkten sie den Trick und führten eine neue Regel ein. Die Roulette-Räder wurden regelmäßig ausgetauscht und vertauscht, damit niemand wie Jagger jemals wieder solche Daten sammeln kann. Joseph Jagger konnte auf diesem Weg das Casino mathematisch schlagen. Nicht mit Glück, sondern mit konsequenter Datensammlung und einem unerschütterlichen Vertrauen in Zahlen. Die zweite Person auf unserer Liste hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Wege gefunden, wie sie durch geschicktes Anwenden von Mathematik Reichtum generieren konnte. In den 1960er Jahren gab es in Las Vegas ein ungeschriebenes Gesetz. Wer ins Casino ging, verlor früher oder später. Nicht, weil die Spiele unfair waren, sondern weil die Regeln mathematisch so gebaut waren, dass das Haus langfristig immer im Vorteil blieb. Doch ein Mathematikprofessor namens Edward Thorp sah darin kein Naturgesetz, sondern eine Herausforderung. Und er wollte wissen, ob man das Casino überlisten kann. Nicht durch Glück, sondern durch Logik und Zahlen. Thorp untersuchte das Blackjack-Spiel akribisch. Welche Karten sind noch im Stapel? Wie verändert das die Wahrscheinlichkeit, dass du oder der Dealer gewinnt? Und er entdeckte, wenn viele hohe Karten, also Zehnen und Asse, noch nicht gespielt wurden, dann steigt der Vorteil des Spielers. In diesen Momenten lohnt es sich, den Einsatz zu erhöhen. Diese Erkenntnis trug er später in sein berühmtes Buch Beat the Dealer, das 1962 erschien. Es war das erste mathematisch fundierte Buch, das beweisen konnte, Blackjack ist schlagbar. Es enthielt Tabellen, Strategien, Beispielrechnungen und machte das Kartenzählen weltweit bekannt. Doch die Casinos reagierten schnell. Sie führten mehrere Maßnahmen ein, um Thorps Strategie zunichte zu machen. Sie legten mehrere Kartendecks zusammen, mischten früher, sobald sie bemerkten, dass Spieler mitzählen könnten, und setzten Überwachungsteams ein, um professionelle Spieler auszusperren. Das Kartenzählen funktioniert prinzipiell immer noch, aber nur unter idealen Bedingungen, die es in modernen Casinos kaum noch gibt. Thorp ließ sich aber nicht bremsen. Er widmete sich danach der Börse und verschaffte sich auch dort mit Mathematik einen Vorteil. Er nutzte eine Technik, die heute in der Finanzwelt Standard ist, das Kelly-Kriterium. Diese Formel hilft dabei, Einsatzgrößen optimal zu wählen, um langfristig Vermögen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren. Im Kern sagt sie dir, wie viel Prozent deines Kapitals solltest du investieren, wenn du weißt, dass du einen statistischen Vorteil hast.
Diese Methode kombiniert mit stochastischen Modellen und Arbitrage-Strategien machte Thorpe zu einem der ersten echten Quant-Investoren. Edward Thorpe verdiente an der Wall Street Millionen, streng mathematisch, ohne wilde Spekulationen. Er war damit der seltene Fall eines Mathematikers, der sowohl das Casino als auch die Börse knackte. Nicht weil er Glück hatte, sondern weil er Regeln, Wahrscheinlichkeiten und Risiken besser analysierte als alle anderen. Die dritte und letzte Person ist ein Mathematiker aus den USA. Und er hat mit seiner Strategie unfassbar viel Geld machen können. Wenn man an die Wall Street denkt, stellt man sich meistens Anzugträger vor, die laut telefonieren und Charts anstarren. Aber einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten war ein Mann, der alles sorgfältig berechnete und Vollblut-Mathematiker war. Sein Name Jim Simmons. Simmons war nicht irgendein Mathematiker. Er arbeitete an Geometrie, an Topologie, an Dingen, die so abstrakt sind, dass sie mit Geld eigentlich nichts zu tun haben. Und trotzdem baute er den erfolgreichsten Hedgefonds der Geschichte, Renaissance Technologies, mit seinem legendären Medallion Fund. Ein Fonds, der über Jahrzehnte hinweg rund 40% Rendite pro Jahr erzielt hat. Das ist nicht nur gut, das scheint fast unmöglich. Doch wie hat er das gemacht? Nicht mit Bauchgefühl, nicht mit Intuition und nicht mit Insiderwissen. Simmons glaubte etwas völlig anderes. Die Finanzmärkte sind chaotisch, aber nicht vollkommen chaotisch. Wenn es Muster gibt, dann kann man sie finden. Und wenn man sie findet, kann man sie nutzen. Genau das war seine Strategie. Er stellte die besten Mathematiker, Physiker und Informatiker ein. Fast keiner davon kannte sich mit Finanzmärkten aus. Und genau das war gewollt. Simmons wollte keine Spekulationen hören wie „Ich glaube, die Aktie steigt". Er wollte nur eines: Daten. Tonnenweise Daten. Alle Kursbewegungen, alle Schwankungen, alle Muster. Was er dann tat, kann man sich wie eine Art Wettervorhersage vorstellen. Nur für die Börse. Stell dir vor, du misst das Wetter an tausenden Orten, jeden Tag über Jahre. Irgendwann erkennst du, wenn diese 3 Dinge gleichzeitig passieren, dann folgt darauf ein bestimmtes Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nicht sicher, aber wahrscheinlich genug, um darauf zu wetten. Simmons machte genau das. Seine Computer suchten nach winzigen statistischen Mustern. Vielleicht steigt eine Aktie minimal häufiger nach bestimmten Kursbewegungen. Vielleicht bewegen sich verschiedene Währungen nicht zufällig, sondern leicht abhängig voneinander. Vielleicht wiederholen sich Mikroschwankungen öfter als man denkt. Jedes einzelne dieser Muster brachte nur ein kleines bisschen Gewinn. Aber Simmons kombinierte Tausende davon. Jedes klein und unspektakulär, aber zusammen gigantisch groß. Und noch etwas war entscheidend. Simmons ließ Computer handeln, nicht Menschen. Maschinen, die sich nicht von Angst beeinflussen lassen. Maschinen, die jeden Tag exakt dieselben Regeln befolgen, ohne Ausnahme. Das Ergebnis: Während andere am Markt vermuteten, hofften oder nervös wurden, arbeitete Simmons System wie eine mathematische Maschine. Präzise, emotionslos, statistisch überwältigend. Jim Simmons sagte selbst einmal: Ich war nie gut darin vorherzusagen, was die Wirtschaft tun wird. Aber ich war gut darin, Muster in Daten zu finden. Und genau dieses Talent hat ihn zu einem der reichsten Mathematiker der Weltgeschichte gemacht. Mit einem Vermögen von über 20 Milliarden Dollar. Nicht durch Glück, nicht durch Spekulation, sondern durch Mathematik, Geduld und die Überzeugung, dass selbst im Chaos Ordnung steckt. Mathematik muss nicht immer nur mit abstrakten Theorien zu tun haben. Man kann durch geschicktes Anwenden von Mathematik auch reich werden, wie diese 3 Beispiele gezeigt haben. Alle 3 Personen haben Lücken oder Schwachstellen gefunden, sei es bei Casinos oder an der Börse, und haben sie mathematisch analysiert, Strategien entwickelt und damit enorm viel Geld erwirtschaftet. Mathematik kann also mehr sein als reine Theorie. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, Daumen hoch und Abo nicht vergessen, und nächsten Sonntag startet meine Lieblingsreihe. Auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder Mathvent. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ich habe mir dieses Jahr echt was Cooles überlegt, darum hoffe ich, dass viele von euch am Start sein werden.